Mein Name ist Elisabeth. Mein Name ist Benedikt und zusammen bewirtschaften wir den Betrieb Sprenker mit Ackerbau, Schweinemast und Direktvermarktung. Ja, der Tagesablauf auf dem Betrieb Sprenker ist eigentlich immer relativ gleich. Also die Schweine stehen immer erst an erster Stelle, dass morgens und abends natürlich die Schweine kontrolliert werden. Und das andere ist der Ackerbau, der ja sehr wetterabhängig auch ist. Eine Direktvermarktung der Kürbisse versuchen wir seit einem Jahr auch andere Wege zu gehen. Wir sind bei Marktschwärmer, einer Online-Plattform, einem Online-Markt registriert. Für die Kunden packen wir dann die bestellten Produkte vor, etikettieren dann auch alles, für welchen Kunden welcher Kürbis ist. Und das ist dann in der Saison dann auch die Tätigkeit, dass wir morgens alles vorpacken und nachmittags zum Markt dann fahren. Ja, im Ackerbau sind wir sehr vielfältig aufgestellt, haben sehr viele Kulturen, also so bis zu 10, 12 Kulturen im Anbau. Und in der Ausbildung ist uns sehr daran gelegen, dass die Austauschpraktikanten, die Auszubildenden alles bis zum Ende mitbetreuen. Unter anderem einmal dann auch bei der Ackerschlagkartei involviert sind, bei der Eingabe der Daten. K2O. 17, C, 17C. Magnesium. Wir gehen dann auch immer mal raus mit den Auszubildenden, mit den Praktikanten und sprechen den Boden an, mit einer Spatenprobe, mit einer Bodensonde, die zeigt uns dann eventuell vorhandene Verdichtungen. Wir schauen uns die Wurzel an vom Raps, wie ist sie gewurzelt, ist sie beinig oder ist sie geradeaus durchgewachsen. Das ist ein Hinweis auf Störschichten im Boden, sodass wir den Boden wirklich schonend behandeln und genau wissen, was im Boden vor sich geht. Wir arbeiten bei den Schleppern mit Reifendruckregelanlagen und sind da also gut aufgestellt, dass wir sehr bodenschonend arbeiten können. Benedikt, der lässt uns an aller Arbeiten hier auf dem Hof teilhaben. Sei es Büro, sei es Maschineneinstellung, sei es im Stall, sei es die Sojabohnen, sei es die Edamame, den Gemüsebau, gerade auch der Ackerbau mit fluchloser Bodenbearbeitung. Das sind so Sachen, die den Betrieb für mich rauskristallisiert haben. Wir haben hier auf unserem Betrieb seit etwa 13 Jahren Schweinehaltung. Vorher waren wir ein reiner Ackerbaubetrieb mit Brennerei dabei. Ja, und die Schweine habe ich eigentlich so mit auf den Betrieb gebracht. Ich habe im Studium mich darauf spezialisiert und bin nach dem Studium auch angefangen, in der Beratung tätig zu werden für Schweinehalter. Die Schweinehaltung liegt mir schon sehr am Herzen. Ich mache das gerne und konnte meinen Mann dann Gott sei Dank auch begeistern dafür, sodass hier die ersten Schweine auf den Betrieb kamen. Mit Schweinen hatte ich vorher nichts zu tun. Jetzt erst die letzten 3 Jahre, seitdem ich bei Sprenker bin, habe ich wieder mehr mit Schweinen zu tun. Und ich musste sozusagen vieles wieder neu lernen. Ich kannte viel nur aus der Theorie, die von der Praxis in gewissen Teilen noch abweicht. Weil man es einfach ganz anders auf andere Art und Weise kennenlernt. Also die Familie Sprenker hat mir da sehr geholfen, wieder die Basics in der Schweinehaltung näher zu bringen, die man auf andere Wege gar nicht bekommt. Der Besondere am Betrieb Sprenker ist, dass man wirklich ein Gefühl bekommt, eingegliedert zu werden in die Familie. Auch als normaler Mitarbeiter, das merkt man am Mittagstisch, wenn man einfach mit allen zusammen da sitzt und über alltägliche Dinge redet. Wir haben an dem Austauschprogramm teilgenommen, ja, da wir immer auch Interesse an anderen Kulturen haben. Du warst selber im Praktikum vor dem Studium in Kanada, also das ist so ein bisschen auch unsere eigene Erfahrung, dass man, ja, wenn man über den Tellerrand schaut und dann auch etwas weiter fährt, ganz neue Dinge kennenlernt und auch derjenige, der den Praktikanten hat, auch was Neues erfährt.
Und von daher waren wir da Feuer und Flamme, da mitzumachen. Und es hat uns eigentlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten einen super netten Praktikanten, mit dem wir auch heute noch in Kontakt sind, mit Henry. Und ja, das war für die Familie, für die Kinder, für unseren Senior, für die Mitarbeiter und die Auszubildenden eine super Erfahrung, da mit ein Teil von dem Programm gewesen zu sein. Es war interessant zu sehen, wie der Praktikant Einblicke in unsere Kultur erhielt und wie er sich von allem begeistern konnte. Egal, was ich zeigte, war alles neu für ihn und genauso war es auch bei mir, was er über seine Heimat erzählt hat. Das fand ich genauso spannend. Man hat sich immer wieder unterhalten, die Sprachbarriere, die war gar nicht so ein großes Problem, wie ich eigentlich dachte. Man konnte sich wirklich miteinander anfreunden.